Ihr dürftet wählen und es war eine knappe Angelegenheit zwischen dem Rosselli R100 und dem Wenger Allsport, aber das Rosselli hat es dann doch geschafft. Kurz zum Videoablauf. Erst stelle ich euch das Rosselli R100 vor und am Ende des Videos dürft ihr euch wieder eines von 4 Messern aussuchen, das ich euch demnächst mal vorstelle. Los geht's mit dem Rosselli R100. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das Rosselli Hunter R100, ein sehr schönes Messer, wie ich finde. Christoph, also Schnorres58 und Chris vom Kanal Nightohr79 haben das Messer auch schon vorgestellt. Und Philipp vom Kanal Holzmilch hat sogar mal die Produktionsstätte der Rosselli-Messer in Finnland besucht. Diese Videos verlinke ich euch in der Videobeschreibung, müsst ihr unbedingt mal reinschauen, ist wirklich sehr interessant. So, und nun der übliche Ablauf. Zuerst gehe ich kurz auf die Messerscheide ein, danach auf den Griff, die Klinge und am Ende gibt es ein Fazit. Es geht direkt los mit der Messerscheide aus Leder. Ich muss gleich dazu sagen, dass ich das Leder der Messerscheide eingefärbt habe. Normalerweise ist das hier helles Leder, aber dunkel gefällt mir einfach besser. Zur Verarbeitung. Die Nähte sind hier nur einfach vernäht, aber es ist okay. Innerhalb der Messerscheide befindet sich ein Durchstichschutz aus Kunststoff. Das Gesamtgewicht liegt hier bei 63 Gramm, geht auch in Ordnung. Wie bei Stecklederscheiden üblich wird der Griff des Messers hier zu einem großen Teil aufgenommen. Das ist hier mehr als die Hälfte des Griffs. Das ist hier sehr passgenau gearbeitet. Das Messer ist ausreichend gegen Verlust geschützt. Kann man schon mal nichts sagen. Man muss jedoch beim Ziehen und beim Einführen schon aufpassen, dass man hier oben den Schaft nicht verletzt. Also das ist hier, ist ein bisschen suboptimal gelöst. Es wird wahrscheinlich nicht anders gehen bei diesen traditionell angelehnten Messerscheiden, aber es ist ein Schwachpunkt, muss man einfach so sagen. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Dann ist hier noch eine sehr einfach gehaltene Gürtelaufnahme, aber immerhin passt hier ein Gürtel von mehr als 5 cm Breite durch. Also insofern ist das schon mal gut gemacht. Ja, dann ist hier eine Namensprägung zu erkennen und hier hinten auch H. Rosselli Finnland. Ja, insgesamt ein kurzes Fazit zur Messerscheide. Die Verarbeitung ist zwar gut und alles ist soweit auch zweckmäßig, aber da ist definitiv Luft nach oben. Kommen wir zum Griff. Der Griff ist ergonomisch gut durchdacht, voluminös, einfach nur genial. Bis jetzt hatte ich kaum ein Messer in der Hand, das sich so bequem greifen ließ. Die Handlage ist, kurz gesagt, sehr gut. Das Griffvolumen liegt hier zwischen 92 und 105 mm und die Grifflänge liegt sogar bei 125 mm. Also das sind enorme Werte, da ist auch Platz für sehr große Hände. In Bezug auf die Griffvarianten gibt es aufgrund der Griffform auch keine Einschränkung. Also man kann das Messer so greifen oder so. Man kann sogar leicht über diese Rampe in den Vorgriff gehen. Ist auch kein Problem, man ist dann direkt am Schnitt gut. Ja, schön gemacht. Man hat hier sogar an einen ganz kleinen Abrutschschutz gedacht. Das ist bei Puokos eher ungewöhnlich. Zum Holz, es handelt sich hier um Maserbirke. Ich habe ein sehr schönes Exemplar erwischt. Das ist vielleicht nicht das gleichmäßigste, aber die Maserung kommt wirklich sehr schön raus. Gefällt mir sehr gut. Ansonsten ist hier noch ein Knebel aus Neusilber. Der verdeckt so ein bisschen die Unsauberheiten, die bei einem Steckaalmesser nicht ausbleiben. Thema Steckaal. Das Messer hat einen Dreiviertel-Tang, geht also bis etwa hier rein in den Griff, wird dann verklebt. Ist eine sehr stabile Angelegenheit. Es muss nicht immer ein Fulltank sein, es geht wirklich auch so. Dann komme ich auch schon zur Klinge. Erstmal die nackten Zahlen. 98 mm Klingenlänge, davon 96 mm effektiv nutzbar. 3,5 mm Klingenbreite, relativ stabil, bis zur Spitze hin auslaufend. Ja, bei der Klingenform handelt es sich um eine Trailing Point oder auch Upswept Point Klinge. Das ist eine typische Jagdmesserklinge. Hier ist eine beidseitige Hohlkehle angebracht.
dient angeblich der Gewichtsersparnis. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, muss ich sagen. Und ganz typisch für ein Puoko haben wir hier einen 12 mm hochgezogenen Scandi-Schliff, der ab Werk extrem scharf daherkommt. Um zu zeigen, was das Messer kann, folgen jetzt ein paar Videosequenzen. Es geht los mit Batonieren. Die Szenen habe ich etwas schneller abgespielt, damit das Video nicht allzu lang wird. Ja, man sieht, beim Batonieren stellt das Messer sich sehr ordentlich an. Dafür ist es nicht unbedingt gemacht. Das sind hier alte Latten eines Gartenzaunes. Das ist jetzt vielleicht nicht das allerhärteste Holz, dennoch kann man nichts dagegen sagen. Hier querbatonieren gegen die Faser, auch kein Problem. Also das Messer steckt einiges weg. Die Klinge hat bisher überhaupt keinen Schaden genommen, lediglich die Brünierung ist abgegangen, aber das kann man ja wieder drauf machen. Ja, Schnitzen ist auch überhaupt kein Problem. Es frisst sich richtig schön rein ins Holz. Ja, Löckchen machen muss ich doch üben, aber man sieht zumindest die gute Absicht. Ja, hier einfach einen Pflock schnitzen. Wie gesagt, schnitzen, batonieren, querbatonieren, alles kein Problem. In der Küche stellt es sich auch gut an. Das ist jetzt nicht der allergrößte Slicer, aber man kann sehen, Tomaten sind hier kein Problem. Ja, also auch für die Küchenarbeit geeignet. Gutes Outdoor-Messer, Zwiebel. Bei der Zwiebel hat man manchmal so ein bisschen das Problem, das ist eher eine Spaltung als das Schneiden, aber im Großen und Ganzen stellt es sich mit dieser dicken Klinge relativ gut an. Man konnte ja sehen, zu was die Klinge in der Lage ist. Dieser Messerstahl hält dann doch einiges aus. Es handelt sich um den W75 Kruppstahl. Das ist ein Carbonstahl mit etwa 0,8% Kohlenstoffanteil, gehärtet auf 60 HAC. Hierzu ein Zitat von Heimo Rosselli: Ich habe in über 20 Jahren noch keinen rostfreien Stahl gefunden, der den guten Schneid- und Schleifeigenschaften von Carbon-Klingstahl ebenbürtig ist. Zitat Ende. Heimo Rosselli sieht das Ganze also sehr pragmatisch und das Hunter R100 ist auch ein sehr pragmatisches Messer. Es wurde für die Jagd und für den Outdoor-Bereich konzipiert. Insofern ist die Stahlwahl nachzuvollziehen. 60 HAC, extrem scharf und leicht nachschärfbar. Man darf nicht vergessen, dass Carbonstahl in Bezug auf Rost etwas mehr Pflege und Zuwendung benötigt, aber ich denke, das ist dann auch machbar. Zeit fürs Fazit. Mein Fazit: komfortabler Griff, ein extrem gutmütiger Stahl, ordentliche Verarbeitung. Das einzige kleine Manko ist für mich diese Lederscheide. Da ist, wie gesagt, Luft nach oben. Dennoch, für jeden, der solche Traditionsmesser mag, ist Rosselli eine gute Anlaufstelle. Zum Preis, der liegt hier beim R100 bei etwa 90 Euro. Das ist echte Handarbeit. Der Preis geht für mich in Ordnung. Vorhin habe ich noch das Gewicht vergessen. Wir haben ein Gesamtgewicht bei diesem Messer von 123 Gramm. Mit der Lederscheide sind es dann insgesamt 186. Die wiegt ja 63 Gramm. Das ist auch gut. Passt. Wir liegen unter 200 Gramm. Kann man auch nichts sagen. Okay. Also insgesamt für mich eine Kaufempfehlung. Bevor es jetzt dann zum interaktiven Teil geht, noch ein kleines Zitat von Heimo Rosselli zum Abschluss. Ein Puoko braucht nicht schön zu sein, Schmuck muss schön sein, ein schönes Messer ist kein Nachteil, doch die Hauptaufgabe eines Messers ist das Schneiden. Zitat Ende. Nun der interaktive Teil. Ihr dürft wieder unter 4 Messern für eines in den Kommentaren abstimmen. Ob ihr nun die Nummer oder den Namen des Messers hinterlasst, das bleibt euch überlassen. Ich würde mich auf jeden Fall über eine rege Teilnahme freuen. Bisher läuft das mit dem Interaktiven ganz gut, deswegen werde ich das auch fortführen. Es geht direkt los und zwar mit dem SOG Trident. Das ist ein Messer aus der Zeit, in der ich taktische Messer noch sehr interessant fand. Ja, mittlerweile ist das Interesse etwas zurückgegangen. Ab und an kaufe ich mir noch solche taktischen Messer, aber das ist mittlerweile wirklich selten. Nummer 1, das SOG Trident. Nummer 2 war schon beim letzten Mal dabei, lag in der Abstimmung ganz knapp hinter dem Rosselli, das Wenger Allsport. Vermutlich 1950er, 1960er Jahre. Ein schönes altes Klappmesser, das bereits einiges mitgemacht hat. Ja, damals auf einem Flohmarkt gekauft. Ich darf gar nicht sagen, was ich dafür bezahlt habe. Nummer 2, Wenger Allsport. Die Nummer 3 ist ein kleines, feststehendes Messer von Real Steel.
Das kann auch als Neckknife getragen werden. Das ist das Real Steel Alien Neck in der Wharncliffe-Ausführung. Das ist ein Messer, das ich wirklich sehr gern bei mir habe. Es trägt überhaupt nicht auf. Es ist schön leicht. Mal sehen, ob ihr euch für das entscheidet. Die Nummer 4 war auch schon mal dabei. Das ist das Ansa Boddington, eins der berühmten Pfeilmesser aus den USA. Mikata-Griff, Ledersteckscheide. Wirklich interessantes Teil. Ja, mal sehen, was passiert. Das sind die 4 Kandidaten. Ich lasse die Abstimmung unter dem Video für ein paar Wochen laufen und dann werte ich das Ganze mal aus. Gut, das war's dann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.